Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie ich diese beiden Texturen erzeugt habe. Diese beiden alten Keilrahmen habe ich zunächst mit Gesso grundiert und dann diese unregelmäßigen Kreise mit Acrylfarbe, Medium oder Gesso aufgebracht. Die Art der entstehenden Strukturen hängt davon ab, was ihr dort aufbringt. Das sehen wir gleich. Wer mag, kann das auch so weiß auf weiß lassen. Es wirkt schon durch die Schatteneffekte. Zunächst aber zeige ich euch, wie diese runden Strukturen entstanden sind. Hier auf einem Stück Malkarton, Schritt für Schritt. Den Malkarton habe ich zunächst mit Gesso grundiert. Und dann brauche ich für meine Strukturen eine kleine Plastiktüte. Ich nehme hier eine Gefriertüte. Außerdem braucht ihr eine Schere und in diesem Fall entweder Gesso oder auch Acrylbinder. Die Tüte falte ich jetzt erstmal so auf, dass ich da was reinfüllen kann. Und ich nehme jetzt Acrylbinder, der ist relativ fest, ein paar Löffel. Ich platziere ihn schon so, dass er in die Spitze hineinfließt, drücke ihn dann nach vorne, wie in einem Spritzbeutel fürs Kuchenbacken, und dann schneide ich mit der Schere, das sieht man hier leider gar nicht gut, vorne ein winziges Stück von der Spitze ab. Und dann geht es los wie beim Kuchenbacken. Ein bisschen Druck aufbauen und dann kann man hier mit der Spitze Muster auf die Unterlage spritzen. Ihr könnt die Größe oder die Form der Muster ganz nach Belieben verändern. Das lasst ihr dann für einige Stunden bis einen Tag lang, am besten über Nacht, trocknen. So, jetzt wisst ihr, wie diese Oberfläche entstanden ist. Und wenn alles trocken ist, könnt ihr dann eine Lasur darüber legen. Für meine Lasur nehme ich jetzt einen weichen Pinsel. Ihr könnt jede Farbe nehmen. Ich mische diese Farbe dann mit etwas Acrylbinder, um sie noch etwas transparenter zu machen, und gebe auch vielleicht noch ein wenig Wasser hinzu. Später werden wir noch einen fusselfreien Lappen oder ein Fließtuch benötigen. Aus meinen Farben entsteht eine dunkle, transparente Mischung und ich gebe das Medium noch hinzu und trage dann alles sehr durchsichtig auf die Oberfläche auf. Dann nehme ich einen Lappen oder ein Fließtuch und reibe über die erhabenen Stellen, solange sie noch feucht sind. Und auch die Ränder behandle ich mit dieser Farbmischung.
Ihr seht, in den Vertiefungen bleibt die Farbe hängen und die Kreise werden hell. Und das gleiche machen wir jetzt hier bei meinen Gesso-Kreisen. Ihr seht, diese Gesso-Strukturen sind etwas anders als die mit dem Binder. Ja, hier mal mein vorläufiges Ergebnis. Ihr könnt natürlich auch, solange die Farbe noch nicht ganz abgebunden ist, immer weiter noch Farbe entfernen, wenn euch das Ergebnis zu dunkel ist. Dazu nehmt ihr dann am besten ein feuchtes Tuch. Damit kann man die Farbe auch noch später etwas entfernen. Hier wische ich also von den erhabenen Strukturen nochmal Farbe weg und ihr seht, die Kontraste werden wesentlich deutlicher. So soll es bleiben und darf jetzt trocknen und dann vielleicht an meine Wand. Eine weitere Möglichkeit, solche Bilder farbig zu gestalten mit Ölfarbe, habe ich euch in den Infos verlinkt und auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich grüße euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, tschüss!